Bonjour allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Char B1 bis oder wie man auf Deutsch sagen würde, dem Panzer B1 bis von Tamiya im Maßstab 1:35. Nach dem AB41 von Itellery möchte ich mit diesem Modell meine kleine Serie von Bausatzbesprechungen meiner Lieblingsbausätze fortsetzen. Ich habe diesen Bausatz schon zweimal gebaut bisher und finde ihn einfach fantastisch. Das ist meiner Meinung nach der beste und interessanteste Panzerbausatz aus dem Hause Tamiya im Moment, obwohl er schon im Jahr 2006 erschienen ist und damit eigentlich zum alten Eisen gehören müsste. Tamiya hat einfach ab und zu das Glück, absolut grandiose und zeitlose Bausätze zu entwickeln, die einfach immer eine gute Wahl sind und selbst direkt aus der Schachtel gebaut einiges hermachen. Dazu würde ich auch den 18-Tonner Famo oder den Marder 3 zählen. Aber ich schweife ab, hier geht es erstmal um den Char B1 bis. Wie gesagt, der Bausatz ist schon etwas älter, aber nach wie vor ohne Probleme auf dem Markt erhältlich. Es existieren insgesamt 3 Varianten des Bausatzes, nämlich diese hier, wie wir sie gerade vor uns haben, dann ein deutsches Beutefahrzeug und noch dazu einen motorisierten Bausatz für alle, die es etwas verspielter mögen. Bevor wir uns den Bausatz näher anschauen, möchte ich noch kurz etwas zum Original sagen. Die Entwicklung des Char B1 begann im Grunde sofort nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, zumindest was das Konzept angeht. Ziel war es, einen Durchbruchspanzer zu entwickeln, der stark gepanzert und sowohl Befestigungen als auch gegnerische Panzer bekämpfen sollte. Da es aber noch lange keine Kanone gab, die beide Aufgaben erfüllen konnte, entschloss man sich einfach dazu, 2 unterschiedliche Geschütze in einem Fahrzeug unterzubringen. Die großkalibrige Haubitze fand in der Art eines Sturmgeschützes in der Wanne Platz, die Panzerabwehrkanone sollte im Turm sitzen. Dieses Konzept tauchte in den 1930ern und 1940ern immer wieder auf und klingt erstmal einleuchtend, erwies sich allerdings als eine wenig praktikable Lösung, wie man auch an anderen Beispielen sehen kann, wie etwa dem M3 Lee. Aufgrund politischer, finanzieller und technischer Probleme zog sich die Entwicklung erheblich in die Länge und erst 1935 konnte mit der begrenzten Fertigung der ersten Char B1 Panzer begonnen werden. Man erkannte allerdings schnell, dass die Panzerung und die Bewaffnung noch ausbaufähig waren und besserte an diesen Stellen noch etwas nach. Das Resultat wurde dann als Char B1 bis bezeichnet. Auf dem Papier war der Char B1 bis bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges der stärkste Kampfpanzer der Welt. Tatsächlich erwiesen sich die Fahrzeuge allerdings als schwer bedienbar und zu anfällig. Hinzu kam der erschreckend schlechte Ausbildungsstand der Besatzungen, die nach einer kurzen Ausbildungsphase in den guten alten Renault FT-Panzern direkt auf die sehr komplexen und sensiblen Char B1 bis Panzer umsteigen mussten. Außerdem benötigten die Fahrzeuge ihre eigenen Benzin- und Ölsorten, die nicht immer zu bekommen waren, gerade im Chaos des Frankreich-Feldzuges im Jahr 1940. Oft wurden die Panzer schlicht und einfach am Straßenrand stehen gelassen. All das führte dazu, dass der Char B1 bis sein Potenzial kaum ausschöpfen konnte, bis auf eine Handvoll von Einzelaktionen wie etwa beim Dorf Stonn, wo es einem einzelnen Char B1 bis gelang, ein gutes Dutzend deutscher Panzer abzuschießen. Nach der Niederlage Frankreichs fanden die übrigen Fahrzeuge schnell Eingang in die deutsche Wehrmacht und wurden auch recht intensiv genutzt, vor allem an der Ostfront und zur Sicherung der Nachschubrouten gegen Partisanenüberfälle. Soviel zu den Hintergründen, schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Tamiya ist in vielerlei Hinsicht der Klassenprimus im Plastikmodellbau. Das fängt schon hier bei der Verpackung an. Der Karton ist sehr stabil ausgeführt. Das ist schon mal prima. Hier dann die Bauanleitung und die Bemalungsanleitung. Und ja, auch die Spritzlinge sind sehr gut geschützt hier mit der typischen recht dicken Folie hier. Die Spritzlinge sind teilweise einzeln, teilweise zu mehr eingepackt. Ja, und der Platz in der Schachtel ist auch ganz gut ausgenutzt. Also ja, vorbildlich einfach. Schauen wir uns wie immer zuerst die Bauanleitung näher an. Die ist komplett viersprachig gehalten, nämlich Englisch, Deutsch, Französisch und Japanisch. Finde ich vorbildlich.
Andere Hersteller könnten sich da eine Scheibe von abschneiden. Hier auf der ersten Seite haben wir ein bisschen Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug. Wie man sehen kann, der Text ist nicht sonderlich ergiebig, aber mir ist es trotzdem wichtig, nicht um meiner selbst willen, sondern ja, ich möchte einfach, dass meine lieben Modellbaukollegen da einfach einen kleinen Startpunkt haben für ihre eigenen Recherchen, weil für mich persönlich ist es nicht wirklich nachvollziehbar und ehrlich gesagt auch ein bisschen ein Grauen, wenn ich mir vorstelle, dass es Modellbauer gibt, die einfach irgendeinen Bausatz aus dem Regal ziehen und den einfach zusammenkleben, ohne da sich ein bisschen näher mit zu beschäftigen. Und deswegen lege ich da Wert drauf, dass das beiliegt. Ja, dann hier auf der nächsten Seite haben wir ein paar Sicherheitshinweise, ein paar Tipps und eine Farbtabelle. Die bezieht sich ausschließlich auf die Tamiya-Farben, wie zu erwarten war. Ja, und der Bauplan an sich, der klappt dann hier so der Länge nach aus. Das ist typisch für manche Tamiya-Bausätze. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon. Ich mag diese kleinen Hefte lieber. Und ich glaube, Tamiya ist da teilweise auch schon dazu übergegangen, eben die Baupläne so in Heftform zu fertigen. Dann geht hier der Zusammenbau los mit den Laufrollen. Wie man sehen kann, jede Menge Laufrollen. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen zermürbend am Anfang, aber naja, es hilft ja nichts. Da haben wir hier auch den Hinweis, dass hier dieser Anguss so über die Ecke geht und was da eben genau zu entfernen ist, dass da keine Missverständnisse auftreten. Das ist vorbildlich. Ja, dann wird hier diese Fahrwerkskomponente auf die Bodenplatte gesetzt. Das Fahrwerk bei dem Char B1 war tatsächlich sehr kompliziert ausgeführt. Das waren mehrere Rollwägen, die ihrerseits wiederum nochmal gelagert waren auf einem größeren Träger. Das ist hier natürlich total vereinfacht dargestellt. Hat eigentlich nichts mit dem Original zu tun, aber man kann am Ende nichts mehr davon sehen. Also von dem her ist es vollkommen okay. Da spitzen am Ende nur, sagen wir so, die unteren Viertel dieser Laufrollen raus unter der Panzerung. Von dem her ist es vollkommen okay. Dann bauen wir hier die Leiträder und Triebräder zusammen mit den Polycaps. Das ist immer eine ganz praktische Steckverbindung dann. Dasselbe Spiel auch hier bei der Haubize, die dann vorne in der Wanne eingebaut wird. Hier, das sieht man auch gleich, das Geschützrohr, das ist zweiteilig. Nicht ganz optimal, da kann man vielleicht ein Alurohr einsetzen, wenn man möchte, aber aus meiner Erfahrung ist es eigentlich ganz gut zum Versäubern, nachdem da jetzt keine irgendwelchen Details drauf sind, die man da irgendwie zerstören könnte. Aber ja, wer möchte, kann da ja noch ein bisschen ansetzen und das Ganze verbessern. Ja, dann bauen wir das Ganze hier an die Bodenplatte ran. Hier noch diese Schmutzfänger oder diese Schürzen. Auch ganz nett. Ja, und dann geht es hier mit der Oberwanne weiter. Da haben wir hier erstmal einen Plan, eine Abbildung, wo man sehen kann, wo noch irgendwelche Löcher zu bohren sind. Je nach Variante sozusagen. Da sollte man sich dann vorab schon Gedanken machen, was man denn so ungefähr bauen möchte. Ja, wie man sehen kann, die Teileanzahl ist eigentlich ganz überschaubar, wie man das auch von einem Tamiya-Bausatz erwarten würde. Und das gleiche trifft auch auf die Bauanleitung zu. Die ist wirklich sehr klar strukturiert und die Abbildungen sind leicht nachvollziehbar. Ich würde mal sagen, im Bereich Plastikmodellbau hat Tamiya mit Abstand die besten Bauanleitungen. Also da sind eigentlich nie irgendwelche Fehler drin. Alles wird nochmal, wenn es wirklich notwendig sein sollte, mit extra Abbildungen verdeutlicht. Also ja, eigentlich perfekt. Besser kann man es nicht machen. Ich denke, das ist ungefähr vergleichbar mit den Bauanleitungen von manchen Lego-Modellen. Kann jeder verstehen, selbst Kinder können da ihre Lego-Modelle leicht zusammenbauen. Also das ist wirklich vorbildlich. Und so ist es bei Tamiya eigentlich auch auf demselben hohen Niveau. Ja, dann bauen wir hier an die Oberwanne noch allerlei Kleinteile ran. Hier zum Beispiel dieser große Lufteinlass. Ganz interessant. Oder hier oben dann diese Kufen für die Ketten. Ja, und dann kommt das Ganze zusammen, Ober- und Unterwanne.
hat man dann schon einen ziemlichen Klotz auf dem Tisch stehen. Dann hier noch ein paar Kleinteile, Fahrerluke, Scheinwerfer und so weiter. Die Frontplatte und die Geschützblende werden hier eingebaut. Hier die seitliche Einstiegsluke, die ist auch offen darstellbar, wenn man möchte. Das ist auch prima. Ja, und dann hier die Ketten. Das ist tatsächlich ein Clou dieses Bausatzes, finde ich, denn diese Ketten können tatsächlich komplett zusammengesteckt werden, ohne dass irgendwie ein Kleber benötigt wird. Und das Ganze hält auch. Ja, ich denke, jeder Modellbauer, der gerne sich mit Panzern beschäftigt, hat früher oder später mal irgendwelche Panzerketten vor sich gehabt, wo der Hersteller behauptet, man könne sie einfach nur so zusammenstecken. Und dann musste man immer feststellen, dass das eine glatte Lüge ist. Ja, hier kann ich euch versichern, trifft es zu. Die sind wirklich steckbar und bleiben beieinander. Man kann die dann auch so lackieren tatsächlich. Dann kommen hier an die Heckplatte noch ein paar Kleinteile ran. Da wird hier auch nochmal mit einer Abbildung verdeutlicht, wie dann genau die Positionen und Winkel sein sollen. Also wie gesagt, einfach vorbildlich von Tamiya. Dann hier die Schutzbleche, da haben wir Optionen anscheinend, je nach Variante. Ganz interessant. Ja, dann hier der Antennenfuß und noch ein paar Kleinigkeiten. Die Abgasanlage, da haben wir auch zwei Optionen. Je nachdem, ist eigentlich ganz gut. Ja, und dann hier auch eine ganz nette Sache von diesem Bausatz. Da liegt so eine kleine Metallkette bei. Und die können wir dann hier entsprechend eben vorschriftsgemäß anbringen. Da ist hier eben eine sehr gute Anleitung dabei. Das ist tatsächlich eine Eigenheit von diesen Panzern. Die hatten eigentlich fast immer diese schwere Schleppkette da dabei. Sieht man auf vielen Fotos und ich finde, das ist einfach ein super cooles Detail. Das gibt dem Fahrzeug irgendwie auch so ein bisschen so eine Steampunk-Optik irgendwie. Also finde ich ganz interessant. Ja, und dann hier zum Schluss noch der Turm. Der ist sehr einfach aufgebaut, wie man sehen kann. Das Geschützrohr ist einteilig, wird dann auch wieder hier mit den Polycaps entsprechend beweglich gelagert. Hier diese Kuppel besteht aus zwei Hälften. Nicht optimal, kann man aber relativ gut entsprechend verschleifen, dass man da keinen Übergang sieht. Schon oft gemacht, also da braucht man eigentlich kein Resinteil oder so verwenden. Ja, und dann wird hier der Turm montiert. Inneneinrichtung ist keine vorhanden, aber die Luken, sofern vorhanden, hat er eigentlich nur eine. Da ist eigentlich alles detailliert. Und wenn man möchte, kann man auch noch eine Kommandantenfigur einsetzen. Finde ich auch schön, dass das beiliegt, obwohl ich persönlich jetzt nicht unbedingt ein Fan bin von diesen Tamiya-Figuren. Die haben für mich, wie soll man sagen, also die sind eigentlich schon schön, aber die sind von ihrem Stil einfach so eigen, die lassen sich schwer mit Figuren von anderen Herstellern kombinieren. Die sind einfach, ja, haben einfach einen anderen Stil und deswegen verwende ich die eigentlich nur ungern. Aber für alle, die das nicht juckt, hier liegt ein schöner Panzerkommandant bei. Ja, und das wäre soweit schon mal die Bauanleitung. Eigentlich braucht man da nichts weiter zu sagen, ist eben Tamiya, ist wirklich perfekt. Auf einem separaten Blatt haben wir dann die Bemalungs- und Markierungsanleitung, sehr großformatig das Ganze und in Farbe. Wunderbar. Also auch da wieder Höchstnote für Tamiya. Die Fahrzeuge sind auch hier aus verschiedenen Perspektiven dargestellt, also das sollte dann für die Bemalung sehr hilfreich sein. Insgesamt stehen hier 4 Fahrzeuge zur Wahl. Das erste Fahrzeug hier von der 2. Panzerdivision, Frankreich 1940, in dieser Zweifarbtarnung. Dann hier das zweite Fahrzeug Vercingetorix von der 4. Panzerdivision, Frankreich 1940. Dieses Fahrzeug habe ich schon mal so gebaut. Die Tarnung ist relativ anspruchsvoll, macht man am besten mit dem Pinsel, weil man kann es vielleicht halbwegs erkennen. Da sind hier auch noch so dünne schwarze Linien zwischen den Farbflecken. Die malt man einfach mit dem Pinsel auf. Das ist
nicht so schwierig, wie sich's anhört. Dann hier das dritte Fahrzeug, hier von der 1. Panzerdivision, Frankreich 1940, in einem Zweifarbanstrich. Gefällt mir persönlich so jetzt nicht sonderlich. Und das vierte Fahrzeug, 2. Panzerdivision, Frankreich 1940, in derselben Tarnung wie Vercingetorix. Würde mich reizen, aber ich habe ja den anderen schon gebaut. Daher werde ich vermutlich schauen, ob ich vielleicht irgendwelche Abziehbilder noch bekomme auf dem Zurüstmarkt und mir dann eine ganz andere Lackierungsvariante dann irgendwie aussuchen kann. Ja, hier innen haben wir nochmal jede Menge Hintergrundgeschichte in mehreren Sprachen. Da wird hier nochmal auf dieses Gefecht bei Stonn eingegangen, weil das doch ziemlich legendär ist. Das ist, sage ich jetzt mal, vergleichbar mit der Aktion von Michael Wittmann in der Normandie mit seinem Tigerpanzer. So ähnlich lief es hier mit dem Char B1 bis ab. Ja, wie gesagt, ich finde es super, wenn da auch auf die geschichtlichen Hintergründe eben verstärkt eingegangen wird. Und da hilft Tamiya uns Modellbauern auf jeden Fall sehr. Finde ich prima. Schauen wir uns jetzt die Bauteile näher an. Fangen wir hier mit der Oberwanne an, wo auch hier die seitlichen Panzerplatten schon dran sind. Finde ich zuallererst mal beeindruckend, dass man hier so eine Komponente einfach so als ein Teil fertigen kann. Und das dann noch dazu mit solchen Details. Wirklich prima. Also das nimmt uns Modellbauern so auf jeden Fall viele Sorgen ab. Da muss man sich um ganz viele üble Stellen, wo es vielleicht Passprobleme geben könnte, gar nicht mehr kümmern. Ja, hier, wenn wir uns das mal näher anschauen, die Nietköpfe, sehr scharf detailliert und was ich auch cool finde, hier diese ganzen Stöße zwischen den Panzerplatten. Das ist alles super scharf wiedergegeben. Also da ist nichts irgendwie verrundet oder irgendwie ungenau, sondern das ist halt einfach ganz präzise hier schon wiedergegeben, so als ob sich jemand in Japan schon hingesetzt hätte und es so für uns vormontiert hätte. Also wirklich beeindruckend. Und auch hier da diese versenkten Schraubköpfe oder hier dieser Kanal, der dann eben den ganzen Schmutz abführt aus dem Fahrwerk. Sieht echt super aus, also da kann man echt nicht mäkeln. Hier diese Lufteinlässe oder Auslässe, ich weiß es nicht genau. Das ist vielleicht ein bisschen grob, da könnte man vielleicht mit Foto-Ads ein bisschen nachhelfen. Ist aber echt total optional. Das ist vielleicht auch nur so, gerade so ein spontaner Gedankengang von mir. Nee, echt super. Also ist halt Tamiya. Also eigentlich braucht man ja einen Bausatz von Tamiya gar nicht näher vorstellen, weil da ist eigentlich jedem vorher schon klar, dass das fast schon ein Hauptgewinn ist. Machen wir weiter mit Spritzling A, der liegt doppelt bei und hier finden wir hauptsächlich Fahrwerksteile und noch ein paar andere Dinge, die wir auf jeden Fall doppelt brauchen. Ja, hier diese ganzen kleinen Laufrollen. Das ist natürlich ein bisschen zermürbend gleich am Anfang, die alle zu montieren, aber wie man sehen kann, das Auslösen und Versäubern sollte hier keine große Sache sein. Auf diese Nasen hier wurde ja im Bauplan schon hingewiesen, dass man da auf jeden Fall das alles ordentlich abschabt, was da nicht hingehört. Ja, dann hier das Geschützrohr für den Turm. Mündung ist offen. Ja, kann man vielleicht ein Alurohr verwenden, genauso wie bei der Haubitze. Die ist zweiteilig ausgeführt. Ja, wenn man möchte, kann man da ein bisschen nachbessern. Ich finde es so in Ordnung. Ich glaube, ich verbaue das so, wie es ist. Dann hier noch ein paar Kleinteile, hier so Haken, Schleppösen,
Und hier, das sind diese Schienen, die eben oben aufs Fahrwerk kommen, auf denen dann eben die Ketten zurückgleiten. Die sind hier mit so kleinen Buchstaben versehen. Da wird dann auch in der Bauanleitung darauf eingegangen, dass man da nichts verwechseln kann. Finde ich prima. Das hier ist diese Schiene, in die dann die ganzen Laufrollen eingesetzt werden. Wie gesagt, das ist total vereinfacht und hat eigentlich mit dem Original nichts zu tun. Aber man sieht am Ende eigentlich gar nichts davon. Von dem her ist es okay und ist auf jeden Fall wesentlich einfacher zu montieren, wie das richtige Fahrwerk wäre. Das können Sie mal glauben. Ja. Ansonsten keine Makel zu sehen. Ist ein Tamiya-Bausatz, da gibt es keine Fischhäute. Da gibt es eigentlich auch keine Sinkstellen. Ja, und ich finde es einfach super, dass die Teile nur wenig Verbindungsstellen haben zum Spritzling. Also das Auslösen und Versäubern ist da ein Klacks auf jeden Fall. Das ist so ein Bausatz, den kann man wirklich mal so an einem Tag, wenn man ein paar Stunden Zeit hat, montieren. Hier dann der Spritzling B. Da haben wir so allerlei Teile, die an die Wanne gehören, wie zum Beispiel die Einstiegsluken, Lufteinlass seitlich und die Kettenschutzbleche. Da haben wir zwei Varianten zur Auswahl. Das ist schon mal schön. Ja, die sind naturbedingt relativ glatt. Ein paar Nietköpfe sind da zu sehen. Da kommen jetzt auch später nicht viele Teile drauf. Sind vielleicht ein bisschen dick, aber ich finde, das ist noch im Rahmen. Innen haben wir ein paar Auswerfer, aber da kann man später so gut wie gar nicht reingucken, weil auch die Ketten sind relativ groß und ja, da bleibt nicht viel Platz. Ich habe gesehen, es gibt für diese Schutzbleche auch Fotohetzteile. Das ist mit Sicherheit eine Option, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Aber man kann das auf jeden Fall problemlos hernehmen. Der Bausatz sieht, so wie er ist, aus der Schachtel gebaut, schon super aus. Ja, hier dann dieser Lufteinlass. Ziemlich groß, der kommt seitlich ans Fahrzeug hin. Auch da habe ich gesehen, gibt es mittlerweile Zurüstteile, 3D-Druck. Ja, kann man machen, aber ich glaube, FC Model Trend bietet da was an. Ich denke aber, das Bausatzteil ist vielleicht sogar noch besser als das Zeug von FC Model Trend. Ja, hier der Antennenfuß, der ist zweiteilig. Das ist natürlich super blöd zum Versäubern, also das ist nicht sonderlich elegant gelöst. Ja, braucht man auf jeden Fall ein paar schmale Pfeilen, dann kann man das vielleicht schon so hindeichseln. Ja, hier dieses Geländer, das kommt hinter den Turm oder zwischen Turm und Motordeck. Ist ganz interessant, wie das gefertigt ist. Hier auch mit diesem Schutzbügel dabei, dass da auch nichts abbrechen kann. Ja, Abgasrohre. Ist relativ einfach gehalten, aber erfüllt seinen Zweck. Sieht gut aus. Ja, und hier dann noch so diverse Luken. Haben auch Innendetails. Auswerfer werden überdeckt später. Also ja, typisch Tamiya. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Kommen wir zu Spritzling C. Hier finden wir jede Menge Teile des Turms und auch die Kommandantenfigur. Wie wir ja in der Bauanleitung schon gesehen haben, ist der Turm ziemlich einfach zu montieren. Hat auch vielleicht was damit zu tun, dass das zumindest äußerlich ein Gussstahlturm war. Der wurde so am Stück gegossen und dann eben entsprechend ausgebaut mit den ganzen zusätzlichen Komponenten. Und dafür, dass das Gussstahl sein soll, ist es auf jeden Fall viel zu glatt. Da müssen wir nacharbeiten auf jeden Fall mit Mr. Surfacer, und zwar mit dem 500er am besten. Auch erfahrungsgemäß ein Problem, wenn man dann hier diese untere Platte hier aufsetzt, dann bleibt da naturgemäß natürlich
so ein ganz feiner Rand stehen. Den sollte man auch verschleifen, aber da wir ja da sowieso mit Mr. Surface rangehen, kann man das praktisch in einem Rutsch erledigen. Also hier ist es auf jeden Fall wirklich ratsam, ordentlich noch Textur nachzulegen. Dann hier diese Kuppel auf dem Turmdach, zweiteilig. Auch hier muss man dann ordentlich versäubern, weil auch das war ein Gussstahlteil. Da trifft dasselbe drauf zu. Ja, und ansonsten hier die Kanonenblende und hier fürs Koaxial-MG, das sieht alles sehr fein aus. Werkzeuge, die haben keine Halterungen, die liegen separat bei. Das sitzt dann alles hinten am Heck des Fahrzeugs. Ja, und die Kommandantenfigur ist für Tamiya ziemlich gut. Mir gefallen bloß die Hände nicht. Die sehen so ein bisschen, ja, wie Schwimmflossen aus. Aber für Tamiya auf jeden Fall sehr gute Figur. Und ja, das Gesicht. Interessanter Gesichtsausdruck hier von diesem französischen Panzerkommandanten. Der sieht so ein bisschen aus, als ob er gezwungen worden wäre, deutschen Rotwein zu trinken. So dieses so leichte Ekel im Gesicht hier. Das ist aber auch nur meine Meinung. Deutscher Weißwein ist eine Sensation. Weltniveau, deutscher Rotwein kannst du nur zum Kochen hernehmen. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung. Nee, ist super. Also ein bisschen Nacharbeit ist nötig hier am Turm, was die Textur angeht, aber ansonsten prima. Dann haben wir noch den Spritzling D und hier haben wir jede Menge Teile der Unterwanne, vor allem eben hier den Boden des Fahrzeugs. Da setzen wir dann später diese Schienen ein mit den ganzen Laufrollen. Hier diese Löcher, das ist mit Sicherheit für diese motorisierte Variante gedacht. Da kommt so ein kleiner Elektromotor rein, dann kann der Panzer so ein bisschen rumfahren. Ja, sollte man auf jeden Fall verschließen, wo man es später sehen kann. Hier dann dieses Seitenteil mit dieser Schürze, das ist schon beieinander. Schöne Details hier, Scharniere, diese Bolzen und wir haben hier dann später auch jede Menge Klebefläche, dass das dann auch entsprechend hält. Ne, sieht super aus. Hier dann noch die Frontplatte, da sitzt später die Haubitze drin. Das sind hier Teile L und R, die gehören auch zum Fahrwerk. Das kommt später, glaube ich, hier hinten rein. Oder da hinten meine ich. Ist hier eben auch mit Buchstaben versehen, dass man es nicht verwechseln kann. Hier dann die Geschützblende für die Haubitze. Auch das war ein Gussteil. Auch hier sollte man auf jeden Fall ein bisschen Textur nachlegen. Mit Mr. Surfacer zum Beispiel. Ja. Auch hier fällt auf, keine Makel zu sehen, wie man es von Tamiya erwartet. Also vorbildlich. Dann bekommen wir noch hier 8 Polycaps. Ja, bewährtes System. Verwenden viele japanische Hersteller, nicht nur Tamiya. Damit lassen sich eben diese stabilen, aber wieder lösbaren Steckverbindungen herstellen. Manchmal macht es Sinn, manchmal ist es Krampf. Also ja, muss man eben selber entscheiden, ob man das dann eben entsprechend einsetzen möchte oder nicht. Kommen wir nun zu dem, wie ich finde, Highlight dieses Bausatzes, nämlich zu den Ketten. Ja, wie man sehen kann, die sind schon ausgelöst und zum Versäubern haben wir nur hier so eine kleine Nase. Da fährt man einmal mit der Schleiflatte drüber und gut ist. Und ansonsten ist dann nichts weiter zu tun. Details sind auch schön, fehlt sich nichts. Aber der eigentliche Witz ist ja, dass man diese Ketten auch sehr leicht montieren kann. Die sind nämlich steckbar. Ich würde nur euch empfehlen, das nicht so zu machen, wie es hier gezeigt ist. Die drücken die Kettenglieder so von oben rein, sondern ich würde tatsächlich empfehlen, das hier
von unten zu machen. Ich führe das mal kurz vor. Von der Seite müssen wir ran. Bisschen blöd hier hinter der Kamera. Also ihr seht's, pipi einfach. Und das Ganze hält eben auch. Schön beweglich das Ganze, da klemmt nichts. Es hält aber auch eben ausreichend. Klar, man sollte jetzt nicht wie ein Ochse dran ziehen, aber man kann diese Ketten so zusammenstecken und dann eben entsprechend lackieren und altern. Das sollte gar kein Problem sein. Also das ist so gut gemacht, ich bin echt beeindruckt. Also das ist wesentlich stabiler und auch anwenderfreundlicher als viele andere Ketten, die man so von anderen Bausätzen kennt. Also das ist wirklich super geil gemacht. Liegt natürlich auch hier an diesen Ketten an sich. Das funktioniert nicht mit jeder Kette, aber hier bei diesem Fahrzeug, wo das relativ grob ist von der Machart, geht das echt super. Also da ist es vollkommen unnötig, die Ketten durch Zinnketten oder Resin zu ersetzen. Die Ketten des Bausatzes sind super. Die zweite geniale Lösung dieses Bausatzes sind hier diese Metallketten. Damit stellen wir später diese Abschleppketten dar. Und das ist natürlich in Kunststoff unmöglich darzustellen. Darum hat Tamiya hier uns diese Metallketten hier beigegeben. Die sind schon abgelenkt entsprechend. Da ist nichts weiter zu tun, außer die eben entsprechend an den Ösen zu befestigen und dann eben einzuhaken und da aufzuwickeln. Also das ist echt super. Das müsste Edelstahl sein. An und für sich nichts Besonderes, aber es liegt einfach schon bei. Das wurde hier einfach bedacht. Andere Hersteller würden einem da irgend so ein klobiges Plastikteil geben oder vielleicht den Hinweis noch hinschreiben, ja, kauft ihr selber so eine Kette, haben wir im Angebot für 20 Euro auf 30 Zentimeter. Nee, die legen das hier einfach gleich bei, dann haben wir alles beieinander und können das Modell, wie es kommt, aus der Schachtel einfach bauen. Und zum Schluss dann noch hier die Abziehbilder. Wie bei Tamiya üblich sind die ziemlich dick. Also wenn ich jetzt hier da mit dem Finger drüber fahre, das ist fast wie ein Relief. Nicht optimal, aber man kann damit arbeiten. Also grundsätzlich habe ich jetzt mit Abziehbildern von Tamiya eigentlich keine gröberen Probleme. Auf jeden Fall ist das Ganze sauber gedruckt. Auch die Farben sind sehr kräftig. Finde ich prima. Also ja, ganz standardmäßige Tamiya Abziehbilder. Da brauche ich nichts weiter zu sagen. Ich denke, ihr könnt es jetzt ganz gut nachvollziehen, warum das einer meiner persönlichen Lieblingsbausätze ist, weil da ist einfach in der Schachtel alles dabei, was man braucht, um ein wirklich sehr schönes, gut detailliertes und einfach nur ansprechendes Modell zu bauen. Und der Bauprozess an sich ist eben auch ganz angenehm, weil es ein Tamiya-Bausatz ist. Die Teile sind sehr gut, sage ich jetzt mal, designt. Es passt alles super zusammen und der Detailgrad ist auf jeden Fall auch vollkommen okay. Man muss ja sehen, der Bausatz ist aus dem Jahr 2006, da hat sich viel getan in der Zwischenzeit, aber ich finde, der ist heute nach wie vor ganz vorn dabei. Man muss sich auch wirklich ehrlich fragen, was will man mehr? Was kann man da jetzt noch, also klar, man könnte noch ein Alurohr, ja, sicher, vielleicht noch ein paar Fotonetzteile hier und da, meinetwegen, aber sind wir ehrlich, braucht es das wirklich? Ich finde nicht, der Bausatz ist so, wie er kommt, eigentlich schon super. Also da braucht man echt nichts tun. Diese feinen Metallketten hinten, diese Abschleppketten liegen bei. Einfach geniale Lösung. Und auch die Ketten sind super. Da braucht man auch nichts tun. Einfach zusammenstecken, passt. Ja. Wo bekommt man das sonst noch in dieser Qualität? Also da geht mir einfach das Herz auf. Das ist einfach ein wunderbarer Bausatz. Man hat hier auch gestalterisch viele Möglichkeiten. Man kann diverse französische Fahrzeuge darstellen mit allen möglichen abgefahrenen Tarnmustern. Auch deutsche Beutefahrzeuge hat man eine gute Auswahl.
Gibt auch einige Umbausätze dafür, für die deutsche Flammenwerfer-Version oder für so eine Sturmkanone, die es da auch noch gab. Also auch da hat man mit dem Bausatz eine super Grundlage dafür. Und ja, ist einfach super gelöst. Kann ich echt schwer empfehlen, das Teil. Preislich liegt der Bausatz, je nachdem wo man schaut, zwischen 55 und 65 Euro. Das ist schon ziemlich teuer, auf jeden Fall. Man muss aber sehen, man braucht hier eigentlich keine Zurüstteile. Deswegen ist es mehr oder weniger der Endpreis für das Modell. Ja, wo bekommt man das sonst noch? Daher finde ich, ist es angemessen. Man kann natürlich auch schauen, ob man vielleicht aus zweiter Hand den Bausatz irgendwo günstiger bekommt. Ich denke, das sollte möglich sein, nachdem der ja an und für sich nicht selten ist. Bin ich mir sicher, dass du da bei eBay oder so durchaus auch einen guten Deal machen kannst. Gut, soviel zu dem Char B1 bis von Tamiya. Ich hoffe, ihr fandet diese Bausatzbesprechung hilfreich und interessant. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.